Ja, hier möchte ich euch einmal unseren Arbeitsplatz zeigen und die Dinge, die dafür notwendig sind. Zuerst starten wir mit dem Klebeplättchen ganz vorn auf dem Tablett zu sehen. Da könnt ihr euren Kleber perfekt positionieren. Und ich habe ja vorhin in der Schulung auch gesprochen, im Theoriepart, dass man etwas braucht, um den Fächer zu perfektionieren. Dafür sind diese kleinen Fässchen gut geeignet. Besonders ist mein Favorit das weiße Fässchen mit den kleinen Einkerbungen. Dann benötigen wir ein Augenpad nach eurer Wahl und nach den Bedürfnissen der Kundin, den Kleber. Wir benötigen die Tapes, einmal Papier oder auch ein Plastiktape. Wir haben verschiedene Wimpern, von denen ich euch schon erklärt habe, was die speziellen Qualitätsmerkmale sind. Mikrobürstchen, ein Mascara-Bürstchen, ein Proteinentfetter, eine kleine Schere, ein Foliestift. Wir haben hier auch einen Spiegel und ganz wichtig, unsere Pinzetten. Die seht ihr in diesem kleinen Kästchen. Das hat einen Magnetboden, so dass es eben oberes Gebot ist, das dort immer reinzulegen, weil ihr damit vermeidet, dass sie euch eben irgendwie runterfallen und schnell Schaden nehmen. Ihr seht auch noch den kleinen pinken Ventilator, den gibt es in 2 Farben. Das ist ein elektrischer Ventilator, der euch den Wimpernfächer ersetzt. Dann haben wir ein Desinfektionsmittel für Haut und Fläche, alkoholisch und alkoholfrei, speziell um die Augenpartie herum ist es wichtig, alkoholfrei zu arbeiten. Aber wenn ihr Hände und Pinzette desinfizieren möchtet, ist es notwendig, eins mit Alkohol zu benutzen. Hier findet ihr unsere Reinigungsmittel, der als Clean Lash auch antibiotisch gegen Milben gut wirksam ist, und unsere Wimpernshampoos, die natürlich auch Entzündungen oder Milbenbefall vorbeugen, aber etwas sanfter reinigen. Die könnt ihr auch als Augen-Make-up-Entferner nehmen.